Mein Vater sagte, als Hitler an die Macht kam, jetzt kommt Krieg. Ich schäme mich, sowas zu erzählen, ja, denn das hört sich so unglaubhaft an. Ich glaube, das war sehr unterschiedlich für jeden Einzelnen, wie er es erlebt hat. Sonnabend, den 2. September 1939. Krieg, 3 Ausrufezeichen. Ein Wort schweren Inhalts, 3 Ausrufezeichen. Es ist kaum zu fassen, 3 Ausrufezeichen. Schulfrei, 3 Ausrufezeichen. Wie lange wird das Blutvergießen dauern? Fragezeichen, 3 Ausrufezeichen. Alle Fenster sind verdunkelt wegen Fliegergefahr. Wir müssen das Ich an die Seite stellen. Möge Gott uns den gerechten Sieg geben. Danzig ist frei. Also als sie das vorgelesen hat, diese Stelle, wo sie den Kriegsanfang sozusagen beschrieben hat, da habe ich mir schon gedacht, wow, sie war 13 und so hat sie also darüber gedacht, weil ich habe immer gedacht, dass sie das so als etwas Schreckliches empfunden haben und stimmt natürlich auch, aber dann hat sie auch über schulfrei geschrieben, halt so typische Sachen für ein 13-jähriges Mädchen, also das war alles schon, es war total kitschig, aber auch irgendwie total real. Ja, sie hat ja auch später erzählt, dass sie persönlich oder dass man auch in ihrer Stadt nicht so wirklich viel vom Krieg mitbekommen hat. Und da hat man auch wieder halt an den Sachen, die sie geschrieben hat, gesehen, dass für sie ganz andere Dinge wichtig waren, zum Beispiel Chor, sie hat im Chor gesungen. Und dann gab es halt Sachen, die haben sie sehr beschäftigt, aber Krieg hat nicht wirklich dazu gehört. Ich war als Richtschütze in einem Panzer. Also wenn wir im Vorteil waren, wir trieben den Feind vor uns, da waren wir kein Menschen mehr. Da waren wir degradiert zu einem Tier. Also da kam das Böse zum Vorschein. Jeder Mensch hat ja was Gutes und was Böses. Ja? Und da kam man richtig in Ekstase. Da wurde gebrüllt und gepfiffen und Christen, die noch mit Maschinengewehr, ja, die da laufen und so. Ja, also das kann man, das war furchtbar. Und das ist richtig heftig, vor allen Dingen, wenn man dann so Sachen erzählt bekommt und dann da erstmal so sitzt und nicht weiß, wie man reagieren soll. Oder auch wenn der Zeitzeuge kurz davor ist zu weinen und man sitzt da, hat eigentlich auch das Gefühl, oh Gott, ich fange gleich an zu weinen, weil es einfach so berührend ist oder auch schlimm zu hören, was damals alles passiert ist. Das war das Schrecklichste, verwundete Bergen. Erinnern Sie sich da an bestimmte Situationen? Ja, das war so schrecklich. Wir hatten im Panzer ja kaum Platz, dass wir welche reinnehmen konnten. Und die mussten wir dann außen so setzen und zum Teil festbinden, damit sie nicht runterfallen. Ja. Und die waren ja alle verwundet und am Bluten. Und der Panzer hatte hinten im Heck 2 Ventilatoren, die die Luft für den Motor zu kühlen ansaugten. Und dann lief das Blut da rein und verbrannte. Und das war ein ganz eigenartiger Geruch, den kann man ja nicht beschreiben. Ja, ist nicht schön. Nicht schön? Nein, nein, es ist schrecklich. Ja. Ich habe den Höhenunterschied kriege ich oft nicht geregelt.
So. Als der Krieg ausgebrochen ist, ich bin 26 geboren, 39 ist der Krieg ausgebrochen, 1. September. Ich wäre also dann im Oktober 13 geworden. Hatten Sie während des Krieges Kontakt zu Juden oder hatten Sie jüdische Mitschüler? Muss etwa 38 gewesen sein, als eine Halbjüdin in meiner Klasse, weil die auch meine Freundin war, vom Direktor geholt wurde, heulend anschließend, es war Turnunterricht, anschließend wieder zurückkam in die Turnhalle, total verweint und sagte, ich muss von der Schule runter. So, und dann ist sie von der Schule auch, die ist am nächsten Tag nicht wiedergekommen. Was haben Sie gedacht, als sie weinend wiederkam? Ja, das war für uns alle ein Schock, würde ich sagen. Ein ganz großer Schock, weil das eine ausgesprochen nette Klassenkameradin war. Mein Onkel Willi kam, ich kann jetzt nicht sagen, wann das war, 43, 44. Und der hat dann in Polen beobachten müssen, wie ein Graben ausgehoben war, die Leute davor standen und die erschossen wurden. Und der kam in Urlaub und hat meinem Vater dann erzählt, dass er das gesehen hat und wie furchtbar das war. Da stand die Todesstrafe für ihn drauf, wenn er das erzählt hätte. Ne? Mein Vater hat auch nichts erzählt, wir haben das dann auch nicht gewusst. Aber der hat es einfach, glaube ich, irgendwo loswerden müssen. Der hat es nicht ertragen, das für sich zu behalten, was er da gesehen hat. Das ist, da hatte ja jeder, viele haben vielleicht was gewusst, aber jeder hatte Angst, es von sich zu geben, weil er Angst hatte, dass er wäre umgebracht worden. Das war ja das große Problem. Am Bahnhof Brühlmitte bin ich schon mal ins Lokal reingegangen und da waren ganz viele Jungs und Mädchen mit Rucksäcken und die wurden verschickt. Und der Führer, den kannte ich. Auch sag ich, macht ihr noch Kinderlandverschickung? Sagt er, Mensch, was ist die Kinderlandverschickung? Die gehen zur Front, Schutzgräben ausheben, Waffen reinigen und so weiter. Ne? Und da habe ich gesagt, ja mein Gott, sei die noch zu retten? Ja? Und da hat er gesagt, um Gottes Willen, und zog mich ins Lokal rein und hat gesagt, wie kannst du sowas sagen? Ja? Da war es aber schon zu spät. Da hatte dem sein Stellvertreter, war ein Junge aus meiner Nachbarschaft, hatte das mitgehört und wollte mich bei der SS anzeigen. Der hat den ich kannte, so auf mich eingeredet, sagte, geh jetzt zu dem und sag, du nimmst das zurück und entschuldige dich. Und dann müssen Sie mal vorstellen, und dieser Junge, der war jünger wie ich. Und ich als Frontsoldat mit Auszeichnungen und alles, ja, musste jetzt zu dem gehen und Abbitte leisten. Ja. Und ich habe es gemacht, weil mir ja nichts anderes übrig blieb. Aber das hat mich schwer getroffen. Und da fing es an bei mir zu kochen. Hier stimmt was nicht. Ja. Ich finde es schwierig war, reinzukommen in dieses Gespräch. Also man kommt halt rein in dieses Haus von dem und dann setzt man sich hin, ja, hier könnt ihr euch hinsetzen, Getränke und so weiter. Aber wenn man dann halt gezielt diese Fragen stellt, da war man ziemlich, naja, als erstes natürlich nervös und zweitens hat man auch dieses Gefühl, wie weit kann ich gehen eigentlich? Wie weit kann ich gehen, ohne denjenigen irgendwie persönlich zu nahe zu kommen oder sowas? Und gab es ein besonderes Ereignis, mit dem Sie persönlich den Anfang des Krieges verbinden? Dass mein Vater eingezogen wurde, natürlich. Wie haben Sie sich denn gefühlt, als Sie kriegerische Handlungen mitbekommen haben? Fragen nach Gefühlen kann ich schlecht beantworten. Ja, waren Sie ja zum Beispiel traurig oder? Nein. Was soll's? Der Krieg lief doch schon seit 1939. Und traurig war ich, als
mein Vater gefallen ist. Der hat mir mein Leben lang bis heute gefehlt. Darüber bin ich immer noch traurig. Und meistens kann ich auch noch nicht mal darüber reden. Es ist, glaube ich, so, je länger man mit den Zeitzeugen spricht, desto mehr öffnen sie sich, desto mehr fassen sie Vertrauen zu einem. Und je mehr Vertrauen sie zu einem haben, desto mehr erzählen sie auch und desto tiefer erzählen sie auch. Wir haben Glück gehabt bei der Flucht, dass wir nicht gestorben sind und dass wir einen Anlaufpunkt hatten bei meiner Oma. Ja, und dann hatten wir ja Sehnsucht, wieder nach Gleu zu kommen. Und da habe ich manchmal gedacht, also die Vögel können jede Grenze überfliegen und die Menschen können keine Grenzen überfliegen. Ja, dann haben wir aber Gott sei Dank einen Weg gefunden. Da haben meine Eltern dann wieder jemanden gefunden, der auch aus Oberschlesien geflohen war und den hat es an die Zonengrenze verschlagen und zwar noch auf der russischen Seite. Wenn das einer mitgekriegt hätte, dass wir weg wollten aus Dresden, das wäre ja schon wieder ganz schlimm gewesen. Und da sind meine Mutter mit mir abends bis nach die Grenze gefahren, haben wieder bei dem Herrn übernachtet und er hat uns dann nachts durch den Wald geführt. Wir mussten über eine Straße, die war beleuchtet. Und dann wieder den Anhang hoch und dann sagt er, hinwerfen, da kommt ein Auto. Die leuchteten dann alles ab. Die hatten uns dann Gott sei Dank nicht im Scheinwerferlicht. Ja, und dann durch den Wald und dann quietschte der Koffer von meiner Mutter so ein bisschen. Man musste ja so vorsichtig sein, dass man ja nicht gehört wurde. Und dann sagte der Herr Reisewitz so, jetzt machen wir einen großen Schritt und dann sind wir drüben. Die Geschichte von Frau Braun mit der Flucht haben wir eigentlich hauptsächlich rausgesucht, weil sie da mal 100% in der Ich-Perspektive fast gesprochen hat. Und außerdem war das die Szene, in der wir da wirklich in ihrer Küche saßen und uns dachten, oh Gott, das ist gerade so fesselnd, wir können gar nicht woanders hingucken. Da saß man da wirklich so und hat nur gelauscht. Ich finde es krass, oder ich werde es auf jeden Fall noch merken, dass die Leute, die damals aufgewachsen sind, das war natürlich deren natürliches Umfeld, sage ich jetzt mal. Also die sind halt im Krieg jetzt aufgewachsen und für die ist das komplett anders, als wenn wir etwas davon erzählt bekommen im Krieg. Also wenn wir jetzt in irgendein Land gehen würden, wo Krieg wäre, dann wäre das für uns total schockierend oder was auch immer und für die war das selbstverständlich. Dieses Projekt hat mir persönlich die Augen geöffnet, kann man das so sagen, in Bezug darauf, dass man Menschen nicht immer ansieht, was sie erlebt haben, sondern dass jeder Mensch sein Päckchen mit sich schleppt und jedes Päckchen unterschiedlich groß ist, unterschiedlich schwer ist. Es waren auch viele persönliche Sachen dabei, die man jetzt so von keinem anderen mitbekommen könnte. Also ich denke, dass wir jetzt nicht dass wir nicht das Große und Ganze darüber erfahren haben, sondern wir haben halt wirklich nur kleine Ausschnitte aus seinem privaten Leben mitbekommen. Wir sind einfach die letzte Generation, die die Möglichkeit hat, Zeitzeugen zum Zweiten Weltkrieg zu befragen, die direkt dabei waren, die das alles erlebt haben. Und wir sind einfach die Letzten, die das können und diese Erfahrung machen können. Haben Sie Angst, dass so etwas, das Ihnen passiert ist, nochmal passieren könnte? Sehr große, ja. Das würde ich meinen. Ich erlebe das nicht mehr. Ich hoffe, Sie erleben es nicht, aber was jetzt im Moment, denke ich, in der Welt passiert, ist schon sehr beunruhigend. Wird aber sicher anders sein als der letzte Krieg. Jetzt muss ich mal fragen, haben Sie Angst?